Herzlich willkommen bei TechTV. Heute stelle ich euch einen 21:9 Monitor aus dem Hause LG Electronics vor. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die Proportionen des LG 29 EB53B scheinen auf den ersten Blick ungewohnt. Und das sehr schmale, aus dem Kino gewohnte Format wird nicht unbedingt von jedem als praktisch angesehen. Viele reden besonders bei Bildschirmdiagonalen von unter 30 Zoll von einem Sehschlitz. Eine Aussage, die nach kurzem Überlegen allerdings lächerlich scheint. Denn von der Höhe her entspricht der Monitor einem ordinären 23,5 Zöller. Jener ist meiner Meinung nach nicht wirklich winzig. Ich selbst habe mich recht schnell an das doch unorthodoxe Format gewöhnt. Tatsächlich möchte man die zusätzliche Arbeitsfläche in der Breite nach kurzer Zeit kaum mehr missen. Nutzt man den Monitor außerdem für Spiele und Filme, macht er einfach nur Spaß. Der 29 Zöller aus dem Hause LG, welcher übrigens auch Mac-kompatibel ist, wird in 3 Einzelteilen geliefert. In der Verpackung findet man den zweiteiligen Standfuß sowie das Monitorpanel an sich. Die 3 Komponenten sind fix zusammengeschraubt, hierfür ist kein besonderes handwerkliches Geschick notwendig. Bei näherer Betrachtung der Bodenplatte fällt ein drehbarer Kreis auf der Unterseite auf. Dieser ermöglicht dem Bildschirm um bis zu 360 Grad zu drehen. Dies geschieht zwar nicht besonders gleitend, gegenüber des direkten Drehens auf der Tischplatte ist es allerdings deutlich komfortabler. Der Standfuß ermöglicht eine Höhenverstellung des Monitors um bis zu 12 cm. Dies gelingt dank einer integrierten Federassistenz mühelos mit einem Finger. Der Bildschirm lässt sich laut Hersteller um 5 Grad nach vorne sowie 20 Grad nach hinten neigen. Diese Angabe setzt allerdings die schräge Hinterkante als Grundfläche voraus. So ist der Monitor selbst bei einer 5-gradigen Neigung nach vorne noch immer nach oben ausgerichtet. Dies ist allerdings weniger störend, denn sollte jemand tatsächlich aus einem unteren Winkel auf den Monitor sehen, ist dies aufgrund der hohen Blickwinkelunabhängigkeit des verbauten IPS-Panels trotzdem problemlos möglich. Wo wir gerade davon reden, das verbaute Anti-Glare, also matte IPS-Panel mit seiner weißen LED-Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von 2560 x 1080 Pixel erledigt seinen Job hervorragend. Die vom Hersteller angegebene 99%ige sRGB-Farbraumabdeckung wird in den Tests der Seite Pred.de sogar noch übertroffen. Helligkeit und Kontrast sind hervorragend, Lichthöfe nicht mit bloßem Auge erkennbar. Auch die versprochene Blickwinkelunabhängigkeit kommt nicht zu kurz, wie hier zu sehen ist. Schade ist, dass LG in seinen Werbebildern mit nahezu kantenlos designten Bildschirmen und einem Rand von 1,2 mm wirbt. In der Realität existiert jedoch ein etwa 1 cm großer Rand, welcher zwar nicht wirklich das Seherlebnis stört, aber naja, etwas unfair ist die Darstellung in der Werbung trotz allem. Das Gehäuse, das jenes Panel umgibt, ist gut verarbeitet und sieht sehr ordentlich aus. Die matten Oberflächen lassen das Gerät recht edel wirken. Auf der Rückseite des Bildschirms findet sich neben dem Eingang für das leider externe Netzteil ein USB-Uplink zur Versorgung der USB-Ports am Monitor. Des Weiteren treten 2 USB 3.0 sowie eine USB 2.0 Schnittstelle in Erscheinung. Auf der rechten Teilhälfte finden sich Eingänge für DisplayPort, HDMI und Dual-Link DVI-Kabel. Eine der beiden HDMI-Schnittstellen ist außerdem MHL-kompatibel und ermöglicht so das Verbinden von Smartphone und Monitor. Außerdem gibt es 2 3,5 mm Klinkenbuchsen, welche als Kopfhörerausgang sowie als Audio-Input dienen. Der Monitor besitzt übrigens 2 Lautsprecher, welche jeweils eine Maximalleistung von 7 Watt RMS besitzen. Der Klang ist durchaus akzeptabel, für den Dauerbetrieb allerdings nicht unbedingt zu empfehlen. Am unteren rechten Bildschirmrand finden sich 4 angenehm nutzbare Schaltflächen zur Steuerung des OSDs, des On-Screen-Displays sowie ein Standby-Schalter. Das OSD an sich ist solide gestaltet, wichtige Einstellungen wie Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, die Wahl des Eingangssignals und eine Option zur Einstellung des Seitenverhältnisses sind sofort zu erreichen. Weitere Einstellungen zur Bildqualität finden sich unter selbigem Menüpunkt. Hier kann unter anderem die Schärfe eingestellt werden, die Schwarzwerte geändert und eine Reaktionszeit zwischen 5 und 15 Millisekunden eingestellt werden. Die Farben des Monitors können entweder über die 6-fach unterteilte Farbeinstellung manuell oder über eine externe automatische Kalibrierungslösung wie zum Beispiel dem Spider 4 Pro von Datacolor angepasst werden. Mit einem solchen Gerät kann die Farbeinstellung auf das Maximalste optimiert werden. Dies führt so zu einem noch farbechteren Bild.
Links zu kompatiblen Farbkalibratoren finden sich unten in der Videobeschreibung. Das OSD erlaubt des Weiteren Einstellungen vorzunehmen, welche die gleichzeitige Nutzung von zwei verschiedenen Bildquellen betreffen. Dies ist mit dem 29EB53 nämlich problemlos möglich, solange eine der beiden Quellen am DisplayPort-Eingang anliegt. Im Einstellungsmenü lassen sich grundsätzliche Dinge wie die Sprache, Tastentöne oder auch OSD-Sperren regeln. Die mitgelieferte Software bietet Möglichkeiten, den Bildschirm in bis zu 4 Bereiche zu teilen. Dies funktioniert recht intuitiv und ist definitiv in vielen Anwendungsbereichen eine Hilfe. Dank der gering einstellbaren Reaktionszeit von 5 Millisekunden ist Spielen auf dem Monitor ebenfalls möglich. Schlieren, Ruckeln oder Eingabeverzögerungen sind beim Zocken nicht zu bemerken und das erweiterte Sichtfeld ist in vielen Spielen eine definitiv coole Sache. Die meisten Spiele unterstützen die höhere Auflösung des Anzeigepanels nativ. Stellt sich ein Spiel allerdings quer, findet man im Forum der Seite Widescreen Gaming oft Patches und Tricks, um die Auflösung des Spiels doch noch anzupassen. Ein Link zur Seite findet sich in der Beschreibung. Kommen wir nun zur Bewertung des Monitors. Der LG 29EB53 in der Farbe Dunkelanthrazit glänzt in den Bereichen Bildqualität und Design. Die enorm hohe Farbraumabdeckung und ordentliche werkseitige Kalibrierung des Panels machen den Bildschirm zu einer guten Wahl für Leute, die viel multimediale Arbeit am Bildschirm verrichten und auf die Farbechtheit ihres Monitors mehr oder weniger angewiesen sind. Diese kann bei Bedarf mit erwähnten Kalibratoren nochmals verbessert werden. Aber auch für Filmenthusiasten und sogar Gamer eignet sich der Bildschirm im ungewohnten 21:9 Format. Filme wirken deutlich größer und Spiele können mit erweitertem Sichtfeld wie nie zuvor wahrgenommen werden. Der nicht ganz so gleitend drehende Standfuß sowie die nicht vorhandene Möglichkeit, den Bildschirm tatsächlich nach vorne zu neigen, sorgen für Abzüge in der B-Note, genauso wie die Sache mit dem Bildschirmrand, welcher entgegen den Werbeversprechen dann doch knapp 10-mal so dick ist. Ansonsten glänzt der Monitor mit einer hervorragenden Bildqualität, der Anschlussvielfalt, des angenehm zu bedienenden OSDs und dem edlen sowie stabilen Design des Gehäuses. Die Treiber-Software zur Steuerung der Bildschirmteilung ist ebenfalls angenehm zu verwenden. Gegenüber all diesen positiven Punkten fallen die zuerst genannten Mängel allerdings nur noch geringfügig ins Gewicht und sorgen zusammen mit dem vergleichsweise recht geringen Preis von knapp 300 € für eine Endbewertung von 4,5 von 5 Sternen. Der Produktlink befindet sich wie immer in der Beschreibung. Sollte dir das Video weitergeholfen haben, würde ich mich über einen Klick auf den Like-Button freuen.